Freunde, Louis hier. Ja, es ist jetzt kurz vor 8 und ich habe um 8 meinen Termin beim Lotushändler wegen der Klimaanlage. Das heißt, ich muss mich etwas beeilen, damit wir es noch rechtzeitig dorthin schaffen. Aber hoffen wir, dass mit der Reparatur heute, beziehungsweise hoffen wir, dass mit dem neuen Software-Update für die Klimaanlage tatsächlich wieder funktioniert und wir ohne Probleme normal weiterfahren können. Aber dazu später mehr, wenn wir vor Ort sind. Vielleicht kann ich euch ein bisschen mitnehmen und euch ein paar Sachen zeigen. Aber ja, bis später. So, hallo Freunde, wir sind jetzt da. Da ist die Garage. Ich fahre jetzt mal rein. Ich werde das Auto jetzt an die Werkstatt übergeben und eventuell, wenn sie mich lassen, ein bisschen filmen und sehen, was sie da machen. Leider durfte ich in der Werkstatt nicht filmen. Dafür habe ich euch andere Aufnahmen gemacht, die ich euch jetzt zeigen werde. Freunde, die Werkstatt hat jetzt das Auto geprüft. Es sieht so aus, als ob kein Klimakühlmittel mehr im Auto oder in der Klimaanlage drin wäre. Deswegen wird es jetzt nachgefüllt. Und gleichzeitig besteht ein Verdacht darauf, dass irgendwo das Kühlmittel austreten muss. Deswegen wird noch ein UV-Mittel oder eine UV-Flüssigkeit in die Klimaanlage hineingetan, um später beim ersten Service sehen zu können, wohin die gesamte Klimaflüssigkeit ausgetreten ist, falls sie noch austretet. Das wird jetzt gemacht. Im Anschluss ist uns noch aufgefallen, dass beim Fahrersitz die linke Wange sich auflöst, also eine Naht ist aufgegangen. Das wird jetzt mit einem Sattler repariert werden müssen. Das sehen wir uns jetzt in weiterer Folge an, ob da was gemacht werden kann, beziehungsweise ob wir heute was machen oder ob wir dafür einen Termin brauchen werden. Und ja, das ist so mal der Status Quo. Wenn etwas weiteres passiert, werde ich euch am Laufenden halten. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie der Lotus auseinandergenommen wurde. Wie gesagt, leider durfte ich den Prozess nicht filmen. Genau eben der vordere rechte Reifen wurde runtergenommen, um Zugang zu den Leitungen zu schaffen. Hier könnt ihr das auch sehen, die Bremse, das Fahrwerk mit den Sportfedern und den Bildsteindämpfern, die verbaut sind. Gleichzeitig muss man eben hier die Abdeckungen öffnen, um zu den Klimaleitungen zu kommen und dann, um dieses Gerät anschließen zu können, das dazu dient, eigentlich die alte Flüssigkeit gegen die neue zu ersetzen. Hier nochmal eine Detailaufnahme, wo ihr die Leitungen und die Anschlüsse genau sehen könnt. Also da kommt das Kabel dann im Anschluss hin und dort wird auch das neue Mittel befüllt. So, hier seht ihr jetzt die Leitungen mit den Anschlüssen. Da arbeitet gerade das Gerät, um all die neuen Flüssigkeiten zu befüllen, die notwendig sind. So Freunde, ich habe den Lotus gerade wieder übernommen aus der Werkstatt. Die Klimaanlage wurde überprüft. Es wurde festgestellt, dass es tatsächlich nur 7 Gramm Kühlmittel in der Klimaanlage gab. Zum Vergleich, es sollte mindestens 500 Gramm vorhanden sein. Sprich, die Klimaanlage war so gut wie leer und hatte überhaupt kein Kühlmittel. Jetzt stellt sich die Frage, ob es ab Werk nicht befüllt wurde oder ob es eben ein Leck gibt. Bei der Überprüfung konnte es jetzt nicht festgestellt werden, es wurde kein Leck gefunden. Aber ich habe mehr oder weniger die Anweisung bekommen, jetzt das Auto zu fahren
zu kontrollieren, ob die Klimaanlage weiterhin kühlt. Im Moment kühlt sie so, wie sie soll, aber eben, es bleibt zu beobachten, ob es auch so bleibt. Und ja, im Fall, dass sie nicht mehr kühlen sollte, muss ich halt wieder zurück. Dann wird ein langfristiger Termin ausgemacht und das Auto wird mehr oder weniger komplett zerlegt, alle Leitungen überprüft, um zu sehen, wo dieses Leck herkommen sollte es eins geben. Gleichzeitig habe ich das Thema mit dem Sitz angesprochen, das haben wir gerade eben entdeckt in der Werkstatt, und zwar löst sich eine Naht. Okay. Genau, hier, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, aber hier hat sich eine Naht gelöst. Wir haben jetzt das gemeinsam besprochen in der Werkstatt. Ein Sattler kann das auf die Schnelle nicht reparieren, dafür müsste man den gesamten Sitzbezug runternehmen und entweder ersetzen oder nähen lassen bei einem Sattler. Meine Werkstatt wird jetzt einen Garantiefall eröffnen mit Lotus, und wenn der bewilligt wird, wird dann der gesamte... Moment, ich störe hier jemanden. So Leute, tut mir leid. Also im Fall, dass der bewilligt wird, wird von Lotus aus ein Ersatz bereitgestellt. Das bedeutet, es wird ein neuer Überzug montiert oder er wird repariert. Das weiß ich im Moment einfach noch nicht. Aber dazu sollte es dann in Kürze eigentlich ein Update geben. Sobald ich eben mehr weiß, werde ich euch davon berichten. Ja, bis dahin bleibt es so, wie es ist, und bei einem Update sage ich euch natürlich Bescheid. Sagt mir, was ihr von der ganzen Sache haltet. Habt ihr euren Lotus schon bekommen? Und genau, gebt mir auch Inputs, was ich euch zeigen soll, ob ihr etwas Bestimmtes sehen wollt, ob ich besondere Aufnahmen machen soll. Wenn ihr den habt, schreibt es in die Kommentare. Liked meinen Kanal und abonniert mich, weil das würde mir helfen, den Kanal wachsen zu lassen. Außerdem wird es spannende weitere Projekte geben. Wir haben noch ein paar Autos, die ich noch gar nicht vorgestellt habe. Und das ist sicher spannend, in die Richtung zu gehen. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann.